Vespa- und Lambretta-Roller sind Oldtimer. Die Leute in der Vespa- oder Lambretta-Szene, die schrauben entweder gerne selber oder lassen schrauben oder tunen oder umbauen. Das bedeutet, Werkstätten sind so ein bisschen der Kern der Szene. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine kleine Videoreihe zu machen, in der wir euch einige dieser Werkstätten vorstellen. Heute sind wir in schöne Niederbayern dafür gefahren, und zwar zu Jockeys Boxenstopp. Und Jockeys Boxenstopp gehört Jockey. Und der sitzt neben mir. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen? Ich bin der Jockey und mache das Geschäft jetzt schon ein paar Jahre. Eröffnet offiziell 96, also 25-jähriges Jubiläum jetzt. Also man sieht, wenn man hier reinkommt, das ist kein kleiner Vespa- oder Lambretta-Schrauber mehr, sondern das ist schon jemand, der es zu was gebracht hat. Und ich glaube, das liegt unter anderem an deinem Ruf im Lambretta-Bereich. Ist das richtig? Ich denke schon, ja. Also ich kann jetzt da nicht für meine Kunden sprechen, aber scheint wohl so zu sein. Also wir haben wirklich ein riesiges Einzugsgebiet. Wir versuchen eigentlich immer so in der Wintersaison irgendwie ein paar Sachen zu entwickeln, einfach Sachen, die uns nerven, die es noch nicht in guter Qualität auf dem Markt gibt, irgendwie verbessern und herstellen lassen. Und was das so alles ist und was ihr für Möglichkeiten habt und was ihr für Räumlichkeiten habt, das gucken wir uns jetzt bei einem kleinen Rundgang an. So, wir stehen jetzt hier im Eingangsbereich oder an der Eingangstür zu Jockeys Reich, und Jockey hat versprochen, dass er uns jetzt mal eine kleine Führung durch seinen Laden gibt. Genau, da fangen wir an. Hier ist gleich mal so dieses Auslieferungslager. Da stehen einfach die Roller, die fertig sind und auf Abholung warten. Auf der Seite sind dann die Verkaufsroller. Aber sehr interessant, ne? Hier oben gibt es auch alles Mögliche an Rollern schon zu sehen, ne? Von den Small-Frame-Lambretten bis hin zu hier dieser Chesterfield Custom Vespa, die ich natürlich geil finde, ne? Bis hin zu DL 200 und 80er Jahre Retro-Style Vespa hier in, was ist das, lila Metallic mit komischen Airbrush-Rändern. Finde ich super. Ja, was auch noch ganz nett ist, ist der Aufkleber da. Katzen würden Whisky saufen. Ja, und genau, man sieht, du handelst auch mit neuen Lambretten, also ja, mit dieser genau. neu aufgelebten Marke. Ja. Okay. Da haben wir einfach, wir verkaufen auch neue Vespas, allerdings halt wirklich nur, wenn jemand kommt und es mag. Und damit man da ein bisschen ein Konkurrenzprodukt hat, auch die Lambretta, die neue. Ja. Und was ich, wenn wir jetzt, bevor wir runtergehen, ne, was ich vorhin entdeckt habe, ganz stolz, ist, dass Jockeys persönliche Kaffeetasse, ne? Eine ganz persönliche Kaffeetasse ist die hier. Ne? Dafür verzeihen wir dir auch das Defizit beim Hoodie, aber ja, das ist sehr lobenswert. So, das hier ist eigentlich so der Wartebereich für die Projekte, die demnächst in Arbeit kommen, beziehungsweise teilweise sind die auch in Arbeit, manchmal zieht es sich halt länger, dann müssen sie nochmal raus. Man sieht, es gibt ein bisschen was zu tun den Winter. Was ich hier sehr geil finde, ne, als jemand, der schon lange schraubt und tunt und nicht nur originale Roller mag, ist, dass du hier auch wirklich sehr viele ausgefallene Tuning-Projekte stehen hast. Ne. Da würden sich andere Werkstätten die Finger danach lecken. Ich glaube, hier haben wir einen Casa Performance Motor in einer DL. Dann hast du natürlich auch Originalprojekte. Ne? Und das muss man jetzt vielleicht nicht so vorstellen, aber was ich euch vielleicht noch mal ganz kurz zeigen möchte, ist der Roller hier ganz hinten. Und zwar die Mild 7 oder so hieß die, glaube ich mal. Genau, Mild Ne? 7, ja. Das ist ein alter Custom-Roller, der wieder aufgebaut wird. Und ich glaube, die Lackierung stammt von einem Williams Formel-1-Wagen, ist das richtig? Ja, das war Benetton Formel 1. Ah, Benetton, okay. Ja, Benetton war das, genau. Hier auch interessant, ein alter Custom-Roller, der wieder aufgelebt wird. Den Herrn bewundere ich vor allem für seine, wie soll ich sagen, Leidensfähigkeit. Also, aber ich finde es schön, dass solche Roller wieder aufleben. Und was ich vorhin noch entdeckt habe, jetzt muss ich euch noch mal bitten, hier durchzukrabbeln mit der Kamera.
Hier ist ein Custom-Roller, den kannte ich vorher auch nicht. Aber der hat natürlich, wie es sich gehört, dem Sippblechsatz. Aber er hat vor allem etwas sehr Schönes gemacht. Dieser Tacho hier. Also erstens gefällt er mir sehr gut, weil er hat einfach ein transparentes Ziffernblatt eingesetzt, dass man auf die Mechanik guckt. Und wenn er sich schon so viel Mühe gibt, hat er natürlich auch das SIP-Logo eingraviert. Ne? Ja, cool. Aber das ist ja schon eine sehr, sehr schöne Auswahl, die du hier hast. Also es geht ja wirklich über alle Vespa-Generationen, sehr schöne originale Oldies bis hin zu allen Lambretten, die zu dir kommen. Aber ich glaube, du hast es schon angedeutet, du hast auch viele Kundschaft aus dem Ausland, oder? Werkstatttechnisch decken wir schon einen echt großen Raum ab. Es kommen auch viele aus Norddeutschland, jetzt speziell wegen Lambretta-Sachen. Aber auch internationale Kunden. Ja, also viele Österreicher, ist klar, das ist ja auch direkt, das sind ja die direkten Nachbarn. Schweizer haben wir ein paar und Italiener kommen auch einige, die jetzt irgendwie typisieren hier, also TÜV machen hier in Deutschland, damit sie wieder Papiere bekommen in Italien. Grundsätzlich kommen auch viele wegen TÜV-Service. Da ist es meistens dann so, beim TÜV-Service bleibt es halt nicht, weil meistens sind die Roller nicht so, wie es der TÜV sich vorstellt. Da müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Okay, sehr schön. Wollen wir dann mal in die Werkstatt gehen? Logisch. Hier ist auch eine sehr schöne alte Ape. Hier sind wir jetzt in der Schrauberhalle, wo die ganzen guten Stücke wieder wirklich instand gesetzt werden. Genau, ja. Also es ist wirklich quer durch die Bank. Alles, was Vespa und Lambretta betrifft, machen wir eigentlich. Hier halt eine Acma, die ein Update kriegt. Eine PX mit Malossi. Eine PK, oh, die sieht aber noch sehr original aus. Da oben die Lamy finde ich natürlich auch sehr schön. Die wurde schon vor langer Zeit so auf ein bisschen Italien-Optik umgebaut. Also sind eigentlich die ganzen Jet-typischen Teile sind fast weg, bis auf den Lenker. Und die hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Ging durch einige Hände, wurde immer fleißig gefahren. Oh, sogar noch originale Lüfterradabdecken. Das ist hier der Blechraum, wo ihr schmutzige Arbeiten machen könnt. Genau, hier ist eigentlich, bei uns heißt der Schmutzraum. Da wird echt geballert. Da haben wir viel Blech, auch Rahmen gerade ziehen. Das ist jetzt zum Beispiel die Richtbank, die wir haben. Das ist wirklich eine coole Sache, weil bei den Lambretten, da ist oft der Rahmen krumm, meint man gar nicht, weil es eigentlich schon stabil aussieht, aber ja, ich sage jetzt inzwischen, es ist wirklich 90% der Lambrettas, die restauriert werden, sind eigentlich verzogen. Ja. Ich habe hier schon wieder was entdeckt. Ne? Das ist total geil bei Jockey, weil da entdeckt man total viel, also ich jedenfalls. Hier ist nämlich ein Shopperrahmen für einen Lambretta-Shopper. Also, mein Lieblingsexponat heute hier, das steht da hinten in diesem Raum. Der Cut-Down hier, dieser Cut-Down Racer. Und da gibt es, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte dazu, oder? Ja, das war jetzt nicht mein Erstlingswerk, aber schon sehr früh habe ich das Ding gebaut mit dem Namen Jelly Wodka. Genau, das hat halt irgendwie mein Bruder vertrieben und dann habe ich das als Aufhänger genommen und habe da so eine Custom Cut-Down Lambretta daraus gebaut. Okay. Das war schon ein cooles, fesches Ding, ging auch gut, aber leider hat es sich irgendwie ergeben, dass ich es zerpflückt habe. Also das ist ja wirklich ein klassischer Style von einem Lambretta Racer. Finde ich schon seit Ewigkeiten geil und was soll ich sagen? Ich hoffe, ich bin früher fertig als du. Ja, schauen wir mal, machen wir eine Challenge draus. Da oben sind auch noch alte Louis-Rahmen. Ja, also manche sagen, das ist ein Verlies. Eigentlich sollte der Raum was ganz anderes sein, aber irgendwie hat es sich halt ergeben, dass sich hier der Schrott ansammelt. Ja, Schrott ist gut, ne? Also ich glaube allein hier das Vega oder Louis Beinschild. Ne? Ja, aber das ist nicht zu haben. Das ist meins. Ich habe zum Glück schon einen. Later. Ah, hier ist euer Ersatzteillager. Ja, das ist eigentlich das Ursprungslager, so wie es ursprünglich geplant war, aber das war natürlich ganz schnell zu klein. Und wir haben auch unseren Lagerbestand wirklich ziemlich übel über die Jahre aufgeblasen. Genau, auf der anderen Seite geht es mit dem Lager weiter. Das ist dann eigentlich der ein bisschen aufgeräumtere und professionellere Bereich. Prost. Ja, hier unser Sozialraum.
Er fällt ein bisschen klein aus, aber ja. Alles da, was man braucht. Und jetzt gehen wir weiter zum anderen Lager, oder? Warte mal. Komm, ich will euch was zeigen, bevor wir ins Lager gehen. Aber das hier ist, was ist hinter der Tür? Natürlich das WC. Das ist das schönste WC-Schild, was ich bisher gesehen habe. Finde ich super. Das ist auch gleichzeitig das Ladenlokal, oder? Man kommt die Treppe runter genau. und wir stehen jetzt hier hinter dem Tresen. Und hier habt ihr auch so ein paar Exponate von euren Eigenprodukten, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ja, doch, der Scheinwerfer Wie zum zumindest. Beispiel hier ein LED-Scheinwerfer oder ein Klarglas-Scheinwerfer für Lambretta SX und so weiter. Ne? Genau. Natürlich auch im Zip-Scooter-Shop erhältlich, ne? Den Jockeys Klarglas-Scheinwerfer. Sonst liegt jetzt von unseren Teilen nichts da, aber wir haben schon inzwischen schon einige ganz coole Sachen, die sich auch gut verkaufen und Sinn machen. Das Lager, das ist aber wirklich fett. Also das ist ja schon echt ordentlich. Es ist grundsätzlich geil, dass wir diesen Lagerbestand haben, eigentlich zwangsläufig durch diesen Online-Shop, aber es ist halt auch für die Werkstatt geil, weil du halt einfach reingehst und das Zeug holst, was du brauchst und nicht immer ewig, scheiße, jetzt brauche ich das noch, muss bestellen, sondern... Das kenne ich von unserer Werkstatt früher, wo ich gearbeitet habe. Wir hatten zwar auch ein echt gutes Lager, ne? Das war sicherlich auch so groß wie der Teil hier, allerdings inklusive Gebrauchteile. Wir hatten einen ganz guten Bestand, aber trotzdem haben wir natürlich täglich bestellt, weil es immer irgendwas gibt, was du brauchst. Und da ist es natürlich wahnsinnig praktisch, weil das auch den Werkstattbetrieb sehr beschleunigt. Ganz wichtige Frage natürlich, du als Chef hier, schraubst du noch selbst? Ja, und zwar sehr gerne eigentlich. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Das finde ich sehr geil, weil wenn man zu Jockeys Boxenstopp kommt, ne, dann kommt man ja hin wegen dem Namen auch. Und dann weiß man aber auch, dass hier Jockey auch selber schraubt. Ne? Das ist ja nicht überall der Fall. Von daher ist das sicherlich eine sehr schöne Sache. Ja, cool. Also das war ja mal ein interessanter Einblick. Ich würde sagen, wo wir jetzt 2 Stühle sehen, wir trinken noch in Ruhe das Bier aus, oder? Ja. Und dann besprechen wir mal die wirklich interessanten Sachen. Von euch müssen wir uns leider verabschieden. Vielen Dank an Jockey für deine Zeit und deine Gastfreundschaft und die interessante Führung hier. Ich habe viele schöne Dinge gesehen. Ihr bitte abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Drückt auf diese Glocke, dass ihr auch informiert werdet, wenn wir die nächste Werkstatt vorstellen. Und bis dahin sage ich ciao. Ciao und danke.